Viele von euch haben danach gefragt. Hinter mir seht ihr unsere Polierwand. In diesem Video wollen wir sie euch mal im Detail zeigen. Ja, wir haben uns lange Gedanken gemacht und ich glaube, es hat fast 2 Jahre gedauert, bis wir wirklich mal wussten, okay, wir wollen wirklich alle Utensilien zum Polieren an einer Stelle sammeln und sie uns dann auf einen Wagen legen. Wir haben viele Sachen ausprobiert, einen dauerhaften Wagen, wir haben die Sachen im Schrank gelagert, aber im Endeffekt haben wir uns einfach entschieden, das hier so aufzubauen, wie es ist. Es ist mit Sicherheit noch nicht 100% perfekt, aber ich denke, es ist eine gute Arbeitsgrundlage, mit der man arbeiten kann. Und da möchte ich jetzt einfach mal im Detail durchgehen und euch mal erklären, was wir hier haben und warum wir es hier so haben. Und wenn ihr immer eine Idee habt, wie man es vielleicht noch besser machen kann, wir sind offen für alles und auch für kreative Lösungen. Fangen wir mal hier drüben an. Das Wichtigste natürlich Musik beim Arbeiten. Arbeiten wir mit Sonos, funktioniert über WLAN, ist einfach am komfortabelsten. Man kann es über sein Handy steuern, über den Computer, kann verschiedene Boxen aufstellen, auch verschiedene Musik dann hören. Deswegen haben wir uns dafür so ein System entschieden. Direkt daneben das Herzstück des Polierbereiches, nämlich die Maschinenhalterung. Die haben wir jetzt verlinken wir euch unten, ich weiß nicht mehr genau, wie der Shop heißt, packen wir euch unten einen Link rein, wo man die bekommt. Das ist im Endeffekt ein Dreierhalter, unten mit Kabelhalterung. Das war so Preis-Leistung für uns das, was am sinnvollsten ist, weil wir eben, wie ihr seht, 6 Halterungen brauchen. Eine Maschine ist bereits gerade drüben im Einsatz, da kommen wir dann gleich zum Polierwagen. Ansonsten ganz praktisch hier an der Seite habe ich noch so kleine Halterungen, ne? Da hängen wir zum Beispiel einen Akkuschrauber rein oder eben die kleine Flex PXE hängt hier normalerweise auch an der Seite. Das ist so ein kleiner Ausschnitt. Da kann man dann, wie gesagt, nochmal so anderes Werkzeug mit reinpacken. Wir haben jetzt hier zum Beispiel auch einen Dremel reingelegt, an dem man dann rankommt. Und hier unten ist unser Hybrid samt Zubehör drin. So, dann der kleine Tower. Das ist unser Hybrid-Pad-Lager. Fängt ganz unten an mit den neuen verpackten Hybrid-Pads. Und dann kann man es ja ganz gut lesen. Hier sind die fälligen, also grob Mikrofaser- und Lammfellpads. Die harten in allen Größen, also in allen Größen in einem Pad, in einem Fach. Mittelhart und weich. Und oben drauf direkt ein Tornado, dass wenn man die wirklich mal rausnimmt, die noch einmal durchblasen kann oder bevor man sie reinlegt, auch noch mal durchpusten kann, damit die wirklich staubfrei sind. Ja, hier zwischengerutscht, hat jetzt nichts mit Polieren zu tun, hat sich aber aufgrund unserer Ladestation hier mit eingereiht. Das ist unsere Innenraumlampe, die kennt ihr auch schon aus dem einen oder anderen Video. Die hängt jetzt einfach hier mit, weil wir das Kabel quasi mit verlegt haben, an unsere kleine Ladebatterie hier oben. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum, ich sag mal, aufwendigsten Part, den wir hier installiert haben. Das ist im Endeffekt einfach nur eine Küchenfront. Die haben wir bei Ikea in der Fundgrube gekauft. War halt einfach günstig und ist so, ich glaube, 1 Meter mal 80 oder so. Und haben dort einfach die Akkuladegeräte angebracht. Sodass man halt wirklich, wenn man arbeiten kann, schnell den Akku rausnehmen kann oder einen neuen ranpacken kann. Haben wir alle angebracht, die wir so im Einsatz haben. Natürlich unsere Flex-Akkuladegeräte für die Flex-Poliermaschinen und den Sauger. Ryobi ist unser Schlagschrauber fürs Felgenwechseln oder Räderwechseln. Makita ist der kleine Akku für unseren Akkuschrauber. Da haben wir noch den Rubis Hybrid und eben den vom Dremel, den ich euch auch gerade gezeigt habe. Wir haben uns dann hier eine Lösung gebaut mit so einem, das ist eigentlich ein Bilderrahmenhalter von Ikea. Da liegen dann die geladenen Akkus drauf, ready to go sozusagen. Da gibt es auch noch eine andere Lösung, die kam leider erst danach, verlinken wir euch hier. Sehen wir auch noch mal drüben, es gibt spezielle 3D-gedruckte Akkuhalter, die finde ich sehr cool. Zeige ich euch gleich am Polierwagen, wofür wir die benutzen. Hätte ich auch hier so gemacht, wenn wir jetzt hier nicht schon eine Lösung installiert hätten. Dann hier drunter, das ist die Meisterleistung von dem lieben Tobi. Das sind eigentlich Handschuhhalter, also so eine Einmal-Handschuhhalter, wo man die reinlegen kann und dann spenden kann. Die hat er so verbogen, dass da optimal die Scan-Grip-Lampen reinpassen. Ladeanschluss ist oben drauf. Ist auch mit Kabelkanälen so verlegt, dass es halt wirklich mit ein bisschen Luft, dass man es nicht zu eng hat, aber dass es nicht ewig weit runterhängt, sodass man die reinpacken kann und immer laden kann, weil nichts ist nerviger, als wenn man arbeiten will und einen leeren Akku hat. Und dann hier ganz simples System, das ist der ScanGrip Diffuser. Wer ihn kennt, der macht einfach ein gutes Licht für die Defekterkennung, also für die Einzeldefekterkennung und fürs Coating. Und der hat hier hinten einfach 4 Magnete drin, so hält er an der Lampe. Und mit 4 Schrauben, die wir hier reingeschraubt haben, hält er bei uns auch an der Wand und kann auch so einfach abgenommen werden. Weil sonst fliegt der immer rum, man legt ihn irgendwo hin, der fällt auf den Boden. Also es ist wirklich wichtig, dass alles seinen Platz hat, damit man erstens Ordnung hält. Das ist wirklich das A und O. Wir sind hier noch nicht ganz fertig in der Aufbereitung, aber bei der Wand merken wir, es bleibt ordentlich, weil wirklich alles seinen Platz hat. Und das ist das A und O. Genau, ansonsten noch die zweite Scan-Grip-Halterung und auch die Handlampe. Unsere Kopflampe liegt einfach hier oben drauf. Da ist das Ladekabel auch entsprechend hier installiert oder hingelegt, dass man hier perfekt arbeiten kann. Ich drehe mich einmal rum. Zu meiner Rechten unser Polierwaffenarsenal, sozusagen Politurwaffenarsenal vielleicht eher. 3 Bilderrahmenhalter von Ikea. Eigentlich nur bis 5 Kilo zugelassen, aber sie halten ganz gut. Ich denke mal, das wird auch hauptsächlich der Dübel sein.
Vielleicht irgendwann wird uns das Blech immer biegen, aber dann kann man es vielleicht noch mit Winkel verstärken. Im Moment funktioniert das so wunderbar. Auch sortiert nach Heavy Cut, Medium Cut, Finish und versiegelungshaltige Polituren, sodass man wirklich immer weiß, wo man hingreifen muss, wenn man irgendwas sucht. Und hier drüben dann noch Sonderpolituren, sage ich mal, also alles was so Essenz, also ne, irgendwelche Primer, Folienpolituren, Nanokratzer-Entferner, Metallpolituren, sowas steht hier alles nebendran, damit man es einfach trennt und sich dann nicht aus Versehen vergreift. Und jetzt hier, da haben schon ganz viele nachgefragt, was hier drin ist, in den eigentlich Schuhschränken, auch von Ikea, wie gesagt, Ikea ist dafür super geeignet. Das sind unsere Polierpads, auch sortiert nach der Härte oder nach dem Einsatzzweck. Hier ist Finish, ihr könnt es euch vielleicht denken, Medium und Cut, wobei wir für einen Cut nochmal hier Fell extra haben. Das ist jetzt noch nicht an der Wand angebracht, weil wir da noch nicht ganz fertig waren. Kommt auch noch an die Wand, deswegen ist Fell nochmal separat. Und haben dann auch hier unten, damit man wirklich in der Nähe ist, Einweggehörschutz, wenn man mal schnell zugreifen will. Oder jemand hat, der mit dem Kunden hier rumgeht, während jemand anderes was Lautes macht, dass man auch einfach da immer sich sofort bedient. Hier aus Platzgründen, weil es dort einfach hinpasst und nicht im Weg steht, noch unsere beiden Stative. Im Moment nur eins, das Gamgrip-Stativ, das andere ist gerade noch im Einsatz. Und dann nochmal ein zweiter von diesen Rollcontainern, ein Stück höher. Da ist so alles andere drin, was ich brauche, was jetzt irgendwie, ne, hier ist ein Fach für verschiedenste Stützteller und Werkzeuge zum Stützteller wechseln. Hier ganz oben sind meine Pads, die ausgestanzt werden, wenn ich mir selbst Albrid-Pads mache und halt Polierkegel zum Beispiel. Hier drunter ist das ganze Zubehör für Albrid und die Flex PXE. Also hier einfach nochmal so ein Sammelkästchen, wo alles noch drin ist. Es ist noch nicht beschriftet, weil wir da vielleicht noch nicht ganz sicher sind. Vielleicht ändert man da noch was. Das ist alles noch so ein bisschen in der Probierphase. Was brauche ich vielleicht doch eher mal da oder was packe ich woanders hin. Aber diese Dinger sind sehr praktisch, weil man sie halt auch zur Not mal mitnehmen kann und einfach ganz gut so einräumen kann. Während wir hier oben drauf so einen einfachen Flaschenhalter haben. Das ist, wie gesagt, eigentlich kommt hier so ein Henkel dran. Das ist, glaube ich, gedacht, dass man im Supermarkt damit Getränke einkauft. Da sind unsere Entfetter und Politurreiniger, sage ich mal. Ne? Also alle möglichen Entfettungsprodukte, Butylacetat, hier der Kunststoffreiniger und eben normaler Silikonentferner. So, und jetzt kommen wir zur Working Station, die wir verwenden, während wir dabei sind. Die Frage kam auch schon vielfach auf. Das ist so ein Wirtwagen, der eigentlich für Kanister ist. Der hat hier auch Auskippdinger. Den kann man sich über Wirt holen. Das ist so ein, ich sag mal so ein, so eine Option, die man sich über einen Umsatz finanzieren kann. Bei einem bestimmten Jahresumsatz kostet es nichts, sondern es kostet irgendwie 15 € im Jahr. Wir nutzen ihn jetzt, weil wir ihn einfach haben. Dafür funktioniert jeder andere Wagen. Wir können euch ja auch mal einen verlinken, den ich eher empfehlen würde, der ein bisschen breiter ist. Aber wie gesagt, weil wir ihn haben, nutzen wir ihn. Ich fange mal hier oben und drüben an. Das ist so die Kiste, wo wir so alles reinpacken, was sonst lose hin und her fliegt. Zum Beispiel ein Doorholder, also um den Kofferraum zu fixieren. Arbeitsschutzgeschichten, also Schutzbrille, Gehörschutz und auch so die einzelne Gamgrip-Lampe. Also alles, was sonst so vom Wagen fallen könnte, wenn ich damit arbeite. Und dann haben wir hier an der Außenseite diese Akkuhalter angebracht, die ich super praktisch finde, die wir gerne verwenden für Akkus, die man noch mitnimmt. Also wir nehmen zum Beispiel beim Arbeiten noch einen zweiten Satz Akkus mit. Das heißt, wenn dann der Akku beim Arbeiten leer ist, dass man nicht einmal quer durch den Laden sofort gehen muss, sondern man einfach erstmal 2 Akkus bei hat, den wechseln kann und erstmal weiterarbeiten kann und das nächste Mal, wenn man irgendwo hingeht, den dann wieder zum Aufladen mitnimmt. Und dann haben wir hier super praktisch Halterungen für die Einsätze für die Flex PXE, für die Mini PXE, sodass wir halt einfach die hier reinstecken können, wenn wir sie nicht benutzen, während wir zum Beispiel gerade einen anderen benutzen und dann den wechseln können und der einfach nicht irgendwo rumfliegt, sondern wirklich alles seinen Platz hat. Wirkt erstmal vielleicht so ein bisschen, ja, brauche ich das wirklich? Aber es macht halt echt Sinn, wenn alles seinen Platz hat, weil man sucht es nicht. Weil sonst bist du im Arbeiten, bist in Gedanken, wechselst den Aufsatz, legst ihn irgendwo im Polierwagen und fängst dann an, wie ein Irrer zu suchen. Ja, macht keinen Spaß, ist so ein bisschen wirr. Das kennt man wahrscheinlich. Genau, und dann hier oben nochmal ein zweiter Flaschenhalter für das, was wir so beim Arbeiten direkt gerade benutzen. Eine Politur, jetzt gerade Finishgang. Dann hier Optimizer, um die Politur runterzuwischen. 2 verschiedene Tücher und natürlich was zu trinken braucht man auch. Einfach, was man direkt braucht. Hat nämlich den Vorteil, wenn ich arbeite, Politur auf mein Pad mache, rein, die fällt nicht um, fällt hinten runter, schmeißt irgendwas anderes um, sondern man hat sie direkt einfach gesichert und kann weiterarbeiten. Überlegt euch vielleicht einfach, was ihr für eure Werkstatt umsetzen könnt. Ich denke, das Wichtigste ist wirklich, dass alles seinen Platz
Platz hat. Weil nur dann bleibt es ordentlich. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Den Rest der Halle dürfen wir euch hier nicht zeigen, weil wir heute eine große Umbauwoche haben. Im Moment räumen wir alles um. Es sieht aus wie übel, aber genau das ist der Punkt. Wenn etwas nicht seinen Platz hat, liegt es irgendwann irgendwo und dann liegt es im Weg. Deswegen sucht euch, ihr müsst nicht das übernehmen, das ist einfach nur eine Idee, die wir jetzt so umgesetzt haben. Sucht euch aber irgendwie eine Möglichkeit, dass ihr alles einen festen Platz zuweist. Dann bleibt es immer ordentlich, lässt sich gut sauber halten und man kann immer dann arbeiten, wenn man arbeiten will, weil man alles findet, was man braucht. In diesem Sinne, wer Fragen hat, in die Kommentare oder direkt per Mail. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.